Moin Freunde, ich bin Björn von HiFi Geek und heute habe ich euch den SMSL D1 mitgebracht. Einen kleinen USB-DAC, best für euren PC wahrscheinlich. Oder aber du kannst auch eine HiFi-Anlage anschließen, wenn du halt besseren DAC haben möchtest als der eventuell in irgendeinem Gerät von euch drin ist. Ähm, Der ist relativ klein, könnt ihr quasi vom Strom her komplett über USB betreiben. Das Gerät verfügt halt über zwei USB-Eingänge, einmal nur für Strom, einmal für das Signal und Strom. Also ich habe es getestet, den könnt ihr auch einfach am PC anschließen und mit einem USB-Kabel und dann quasi direkt als Audio-Device auswählen. Der hat einen optischen Eingang, Coax-Eingang und zwei Kinch-Ausgänge. Die Bedienung ist relativ simpel. Er verfügt halt über einen Ausschalter hier vorne und über einen Switch für die verschiedenen Eingänge. Du kannst hier quasi Coax, Optical und USB auswählen. Und er hat auch DSD-Encoding. So, schauen wir uns doch mal an, wie der SMSL geliefert wird. Und vom Prinzip haben wir hier eine Art Garantiekarte. Die Anleitung einmal in Chinesisch und einmal in Englisch. Hier sehen wir auch ein paar Specs von dem Gerät. Dann ein ja, recht wertiges USB-A zu USB-C-Kabel und natürlich dann das Gerät selber. Schauen wir auf die Rückseite, sehen wir zwei Kinch-Ausgänge. Wir haben einen Koaxial-Eingang, genauso wie einen optischen, einen USB-C-Eingang sowie einen USB-C-Power. Generell könnt ihr hier euren PC anschließen, dann wird das Gerät generell mit Strom versorgt. Man braucht keinen separaten Stromanschluss. Es ist wahrscheinlich eher dafür da, dass wenn ihr das quasi in eure Anlage anschließt, per Koaxial oder per optischer Eingang, dass ihr das Gerät separat mit Strom versorgen könnt. Auf der Front gibt es jetzt nicht wirklich so viel zu sehen, außer dass wir hier einen Powerknopf haben, um das Gerät an- und auszuschalten. Und hier können wir zwischen den verschiedenen Kanälen wählen, zwischen Coax, Optical, USB. Und hier unten sehen wir dann noch, dass das Gerät eine DSD-Anzeige hat. Während wir das Gerät hier anschließen, gucken wir einfach mal ein bisschen über die Textpacks drüber. Also SMSL verbaut hier einen ROM-Chip, den BD34352 EKV, welcher generell 32 Bit und 768 Kilohertz wiedergeben kann und DSD 512 nativ. Wie momentan marktüblich ist ein XMOS XU316 verbaut, was halt heißt, dass du keine Probleme haben wirst, den mit sämtlichen USB-Geräten zu pairen. Also zumindest habe ich noch keine Probleme damit gehabt in der Vergangenheit. Wie ihr seht, habe ich es ein bisschen übertrieben. Ich habe als quasi als Kopfhörer Endstufe den Lehmann Audio Linear 2 gewählt. Einfach weil ich ihn gerade noch da hatte. Und möchte so halt mal gegenhören, wie das Ding halt performt. So, gehen wir mal direkt ins Hören rein und gucken einfach mal, wie sich die ganzen Dinger schlagen. Ich mache wie immer meine Kobas-Playlist. Da suche ich mir einfach mal wild irgendwie Dinge aus. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir starten heute mal Death to the Holy von Selenada. Und ja, leider kann ich euch hier die Musik nicht einspielen, weil sonst gibt es nachher Copyright-Claims, dann habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich habe mal geguckt, ob man irgendwie hingehen kann und Lizenzen kaufen kann für Musik, dass man dann immer die gleichen Tracks hier benutzt, aber leider ist es nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Dennoch werde ich mal gucken, ob wir in zukünftig irgendwie mal ein paar Tracks rankriegen, die man als Referenz gut benutzen kann und dann in Zukunft immer wieder quasi die gleichen Tracks auch hören kann und eventuell auch mal einblenden. Der DAC löst echt ganz gut auf, also fürs Geld auf jeden Fall. Der ROM-Chip befindet sich gefühlt zwischen dem ISS und dem AKM-Chip. Also der ISS-Chip ist da doch noch ein bisschen analytischer, will ich behaupten wollen, wobei der AKM-Chip doch ein bisschen wärmer da ist. Ich würde sagen, der ROM jetzt in dem SMSL ist dann ein bisschen neutraler, vielleicht. Also nicht so transparent, eher neutral, würde ich fast behaupten wollen. Bei Desto the Holy merkt man das ganz stark am Schlagzeug wieder, weil die Becken, die sind ein bisschen zurückhaltender, als ich das gewohnt bin. Also ich mag es ein bisschen mehr Crunch da drin. Ist es nicht schlimm? Also ich finde den total super. Also gerade Menschen, die weniger Punch auf den Ohren haben wollen, gerade eben was Höhen angeht, sind mit dem Romis vielleicht gar nicht so schlecht bedient. Ähm, Denen halt so ein AKM vielleicht sogar ein bisschen zu weich ist. Ja, ja, also der ROM ist definitiv wesentlich wärmer als ein ESS-Chip. Der hat auch ein
bisschen mehr Bassfundament, sage ich einfach mal. Also mindestens ein bisschen, also vielleicht nicht so straff, wie das beim ISS ist, sondern bisschen weicher. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Also gerade wenn man irgendwie Kopfhörer hat, die jetzt vielleicht nicht ganz so tief in den Keller reingehen oder so, könnten davon natürlich profitieren an der Stelle. Ähm, Nehmen wir was anderes. Ich würde sagen, nehmen wir einfach mal Rape Me von Nirvana. Also bei Rape Me von Nirvana muss man sagen, es fängt ja quasi sehr rechtslastig an, das Lied. Ich finde die Separatierung zwischen den beiden Kopfhörern nicht ganz so hundertprozentig, wie ich das irgendwie zum Beispiel vom Bursten Conductor GT4 gewohnt bin. Aber der macht eigentlich seine Arbeit trotzdem super. Die die Bühne ist breit, also ich will jetzt nicht sagen super breit. Sie ist breit. Mir fehlt aber so ein bisschen der Raw-Aspekt. Gerade wenn ich an Nirvana und Rape Me denke, klingt es, je nachdem, wo man es drauf hört, wirklich, als wenn die Kiste quasi irgendwie in der Garage aufgenommen worden wäre. Ich habe jetzt gerade nicht so den Eindruck gehabt, dass er so hoch auflöst, dass man auch wirklich das Gefühl bekommt, dass es halt so, ja, dieses Grungige, was halt in den 90ern halt total in war, diese dreckige Sound, liegt ein Teppich in der Garage, Schlagzeug aufgebaut, wir nehmen in der Garage auf. Das Feeling habe ich jetzt gerade noch nicht gehabt. Ich muss noch kurz reinhören. Ja, also klingt phänomenal gut, aber vom Prinzip fehlt mir, also für mich persönlich jetzt gerade eben so ein bisschen dieser dreckige, grungige Aspekt, den das Lied eigentlich so normalerweise mitbringt. Also wenn man das wirklich auf extrem guten Lautsprechern hört oder halt auch mit einem extrem guten DAC, dann bekommt man halt dieses Raw-Feeling, wie das halt so zu der Zeit aufgenommen worden ist halt, ne? Ähm, ja, aber wie gesagt, wir reden hier von einem unter 100 Euro DAC. Das ist ein No-Brainer. Ja, immer wieder beliebt bei mir Knocked Loose, Everything is Quiet Now. Ähm, Nichts dran auszusetzen. Also ich muss sagen, die Stimme von Brian Garris, eindringlich wie immer, geht voll durch. Ähm, Die Abmischung wahrhaftig von Everything is Quiet Now ist wesentlich besser. Also hier habe ich wieder mehr Punch in den Cymbals drin. Ähm, Klar, zurückhaltender, als es beim ESS-Chip ist, auf jeden Fall, aber nicht so, dass man irgendwas vermissen würde, wenn man es halt irgendwie nicht gewohnt ist oder wenn man halt wirklich sagt, es soll nicht ganz so in den Ohren klären. Total gut, also wirklich total gut. Ähm, ja, gucken wir noch mal. Got the Life von Korn. Kann der Rumchip wesentlich besser mit um. Also diese ganze schranzige, schlotzige vom Bass bei Korn ist definitiv da. Macht total Spaß. Äh, das flattert richtig schön in den Ohren. Die Aufnahmen kann man sagen, was man will, die sind überragend von dem Album. Ähm, Dementsprechend, also hier ist echt nichts auszusetzen. Der Duck macht seine Arbeit einfach phänomenal. Ne? Also für 100 Euro, Leute, puh. Also, hier kann ich sagen, Got the Life habe ich bis jetzt einmal nur besser gehört und das war wirklich jetzt auf dem Börsenkontakt GT4. Ansonsten muss ich wirklich sagen, phänomenal. Klingt echt total gut auf dem DAC. Da kann man sich nicht beschweren, ey. Also für das Geld ist das echt ein No-Brainer bisher. Ja, The Tales of War, Orbit Culture, knallt volle Möhre. Also ohne Scheiß, mega geil. Also macht mich jetzt schon wieder traurig, dass ich das Konzert in Hamburg verpasst habe, weil wir kein Ticket gekauft hatten, dann war es ausverkauft. Mega. Also Druck ohne Ende, die Vocals sind abgrundtief. Mega geil. Also an dem DAC ist echt erstmal nichts auszusetzen. Also wer irgendwie jetzt einen DAC sucht und sagt von wegen, hey, ich habe jetzt nicht das Budget, aber ich will einfach das Maximum irgendwie rausholen.
Du, der kleine SMSL ist super, nur braucht man halt irgendwie 'n Kopfhörerverstärker. Ich habe jetzt den Lehmann Linear da dran. Das natürlich ist ein bisschen, high-endig schon wieder an der Stelle. Da muss man halt noch gucken, wie man es macht, ne? Also, entweder mit Lautsprechern, am Schreibtisch oder, man besorgt sich halt irgendwie noch einen günstigen Kopfhörerverstärker dazu. God-Fearing Man von Imminence, die Produktion ist einfach phänomenal, ne? Also, wer das Lied einmal gehört hat und weiß, wie er da seine Gitarre da mit dem Bogen bearbeitet, einfach mega geil und, auch die ganze Akustik drumherum, die Bühnenbildung, moderne Produktion auf höchstem Niveau einfach und, auch hier auf dem SMSL, ey, mega gut. So, Freunde, ich komme gerade wieder. Ich komme gerade wieder. Ich habe mir die Dinger gerade mal auf meinen Amphion Argon 3S angehört. Drüben auf der Anlage. Quasi ein Ever-Solo als Zuspieler. Per USB halt dann in den SMSL rein und dann in den Verstärker. Die Lautstärke kann man dann automatisch über den Ever-Solo quasi regeln. Mein Eindruck bestätigt sich. Also vom Prinzip, der ROM-Chip ist ganz ehrlich für das Geld überragend. Also ähm, der steht dem ESS-Chip, also in dem Ever-Solo, jetzt nicht irgendwie großartig nach. Ja, also vom Prinzip, ja, du hast mit dem Ever-Solo noch ein bisschen breiteres Bühnenabbildung und so weiter. Da ist der SMSL ein bisschen gedrungener. Aber ich sag mal, gerade ruhige Passagen oder so, was Leute irgendwie als schwarz, tiefes Schwarz bezeichnen würden, die Ruhe da drin, hat der Room-Chip auf jeden Fall auch. Wie gesagt, er ist nicht ganz so aggressiv in den Höhen, ein bisschen gefälliger, geht total durch. Also gerade wenn du irgendwie einen nicht so hochwertigen Receiver zum Beispiel hast oder halt irgendwie in einer Vorstufe irgendwie einen Decoder hast oder so oder so what. Letzten Endes kannst du halt mit dem SMSL dir günstig eine extrem hohe Qualität an Musik irgendwie reinholen und so, ne? Finde ich mega stark. Also unterstützt auch so ein bisschen das, was ich halt irgendwie ein bisschen als Credo immer habe. Ein gute HiFi muss halt nicht unbedingt super teuer sein. Und da bekommst du halt wirklich ein gutes Gerät ähm, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, bei 70 Euro. Finde ich total fair an der Stelle. Und das Gesamtbild, was SMSL da so abliefert, ist halt hervorragend, ja. Natürlich ist es jetzt kein High-End HiFi-Gerät, kein HiFi-Gerät in dem richtigen Format, so wie man das eigentlich von HiFi-Geräten gewohnt ist. Ähm, naja, gut, also wer auf sowas verzichten kann und einfach sagt, ich will einfach easy gute Musik genießen können, irgendwie im Wohnzimmer oder an meinem PC oder wie auch immer. Vielleicht hat man auch irgendwie einen Sessel, wo man sich reinfletscht oder sowas und sagt, da genieße ich meine Musik jeden Tag drin. Der wird damit glücklich werden, ne? Also da spricht nichts gegen. Klar, irgendwann kommt der Gedanke, geht es nicht noch irgendwie ein bisschen besser? Und klar geht es noch besser. Also wer mehr Geld in den Schlitz reinschmeißt, wird immer was Besseres finden, so am Ende. Aber ja, es muss halt nicht sein, ne? Also, vom Prinzip, was bleibt zum Abschluss zu sagen? Der SMSL ist ein echt geiles Teil halt für ganz kleines Geld, für dein Zweit-Setup am PC oder, wie du gesagt, einfach mit deinem Handy ein bisschen aufwerten möchtest, kleines Setup irgendwie in deinem Zimmer irgendwie, anfangen möchtest, 'n Hörzimmer, vielleicht doch irgendwie als besserer DAC für irgend kleinen Kopfhörerverstärker. Gibt ja diese kleinen Röhrenverstärker zum Beispiel, die man kaufen kann oder sowas, die dann vielleicht nicht so einen guten DAC drin haben. Alles irgendwie Möglichkeiten, die du irgendwie ausschöpfen kannst mit dem Ding. Ich gehe davon aus, man ist relativ schnell glücklich mit der Kiste. Aber erzählt's mir. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Ding findet, was für Erfahrungen ihr gemacht habt oder was irgendwie für Produkte habt, die vielleicht noch ein bisschen besser sind. Ich bin echt immer gerne bereit, mit euch zu diskutieren, habt da auch Bock drauf. Ansonsten lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Das wird mir auf jeden Fall schon mal helfen und dann kommt demnächst auch noch viel mehr Content. Ich wünsche euch dann was. Bis dann. Ciao.